Mein Vater hat zum Beispiel so eine Geschichte erzählt, dass als er dann da war, hat er verbotenerweise einen ehemaligen Arbeitskollegen angerufen, ähm, der vorher geflüchtet war. Und das hätte er natürlich niemals irgendwie in der DDR erzählen dürfen. Also dann hätte es richtig Ärger gegeben. Aber das hat er eben mit Hilfe eines Onkels gemacht und über die Auskunft. Und die haben es auch wirklich dann erreicht. Aber das hätte natürlich niemals irgendjemand wissen dürfen. Also die haben das ja auch erst im Nachhinein dann erfahren, wer da jetzt welche Spitzelrolle übernommen hat. Und er wusste jetzt halt von einem. Und genau dem hat er mal irgendwie bei so einer Kneipentour, hat er dem dann erzählt, dass er diesen Anruf damals getätigt hat. Hat ihm aber auch gesagt, wenn das irgendjemand erfährt, dann weiß ich genau, weil du bist der Einzige, dem ich das jetzt erzähle. Und dann weiß Ja. ich genau, wo es herkommt. Und er hat Mhm. das nie gegen ihn verwendet. Dadurch, dass wir eben dann ab und zu auch durchaus mal Westpaket bekommen haben und manchmal sogar was dabei war, was mir auch gepasst hat. Da war auch halt einmal ein USA-Pullover dabei und ich habe das halt nie verstanden, warum ich den nicht in der Schule anziehen durfte. Aber da haben meine Eltern wirklich drauf bestanden, dass ich das bitte nicht machen soll. Und ja, im Nachhinein weiß ich natürlich auch warum. Also meine Eltern die haben mich immer wieder in die eine noch in die andere Richtung gedrängt. Ne? Also das war aber sicherlich auch dem geschuldet, dass sie jetzt auch nicht wollten, dass da irgendjemand auch Ärger kriegt. Also weil die Meinung war natürlich schon eine andere. Also sie waren definitiv gegen das Stasi-Regime, aber waren jetzt aber keine Aktivisten oder ähnliches. Ja. Naja, sie haben natürlich schöne Geschenke mitgebracht. Das war für uns Kinder ganz, ganz toll. Ich hatte unter anderem meinen ersten Walkman bekommen. Habe dann auch äh, gleich vergessen, den auszumachen und war dann ganz traurig, dass die Batterien sofort alle waren. Und ja, und dann natürlich auch ganz viele so Matchbox und Monchichi und so weiter. Also das war für uns Kinder natürlich ganz, ganz toll. Also sonst kannten wir eben dann nur so, ja, diese Intershops und so weiter. Also das war natürlich schon bekannt. Und ab und zu, gerade wenn wir bei meiner Oma, die hat im Harz gelebt, wenn wir da zu Besuch waren und dann zufällig auch dann die Westverwandtschaft auch mal zu Besuch kam, dann haben wir natürlich da auch ein bisschen was bekommen. Also was immer sehr schön war, also es ist uns wirklich nicht nur einmal passiert, bei den ganzen Zugfahrten zu meiner Oma in den Harz bin ich immer ganz oft mit meinem Onkel gefahren. Und der war Lehrer, also das heißt, der hatte natürlich dann auch immer auch so lange Sommerferien. Bei meinen Eltern war das ja immer ein bisschen schwieriger. Und mit dem sind wir dann immer, so ich, meine Schwester und er sind dann immer Zug gefahren, ganz lange. Und das ist ein paar Mal wirklich vorgekommen, dass wir in diesen Abteilwagen irgendwelche Leute aus dem Westen haben da drin gesessen. Also ich weiß auch nicht, wie das immer kam. Und von denen haben wir immer, also ungefragt dann auch. Und die fanden uns auch immer ganz, ganz nett und die haben uns immer Geld geschenkt. Einfach so. Für einen Intershop, genau. Und dann ist man ganz aufgeregt dann immer da hingegangen und hat dann stundenlang überlegt, was man damit jetzt macht. Zum Beispiel sind wir zum Einkaufen öfter hier nach Berlin gefahren, haben auch über die Pionierorganisation öfter naja, es gab immer so eine Auszeichnung für gutes sozialistisches Lernen. Und da durfte ich auch einmal mitfahren. Also da waren wir dann äh, bei dem sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park, im Plenterwald, Pionierveranstaltungen. Ich habe da nur gute Erinnerungen. Also ich habe das nicht, ähm, ich war auch zu klein, ja. Aber vielleicht wäre irgendwann der Punkt gekommen, also das, dass man gesagt hätte, nee, ist jetzt eigentlich nicht alles richtig.